Hey, ich bin's Pinky. Da ich immer wieder Leute sehe, die sich wundern, ob die Alben, die ihr unten findet, bei der Albumsammlung, sich wirklich lohnen oder nicht, und meine Meinung dazu auch immer wieder so ein bisschen wechselt, habe ich mir gedacht, hey, reden wir einfach mal drüber. Dafür habe ich mir einmal die Mühe gemacht und habe alle Albumstats zusammengerechnet. Ich habe ein paar, die ich nicht so nützlich finde, wie zum Beispiel mehr Verteidigungsanlagen auf der Mauer, Verteidigungsanlagenproduktion, rausgelassen. Ansonsten habe ich aber alles niedergeschrieben. Ich bin dahinter gekommen, dass ihr insgesamt 246,5 Kampfstats meiner Meinung nach kriegt, wobei ihr immer sehen müsst, Gesamtwerte habe ich halt immer, wenn ihr so wollt, dreimal gezählt, also wenn ihr 1%, wobei man dabei sehen muss, Gesamtwerte, zum Beispiel Reduktion Bogenwerte, 5%, habe ich halt dann dreimal gezählt, weil ihr zieht ja Bogenattack, Bogenleben und Bogenverteidigung ab. Das sind 15% Stats, habe ich nur zusammengefasst, damit der Text eben ein bisschen kürzer wird. Ansonsten, hey, wenn ihr das Ganze lesen wollt, am besten haltet ihr kurz an. Grundsätzlich ist immer zu sagen, dass das Album so ein bisschen aus 2 Teilen besteht. Es gibt einmal 10 Fotos, wo ihr bei jedem Foto seht, wo ihr das Foto bekommt. Dann müsst ihr 10 Fotos sammeln. Wenn ihr die 10 Fotos gesammelt habt, schaltet ihr das Bild frei. Sobald ihr das Bild habt, kriegt ihr die Stats. Sobald ihr eine gewisse Menge an Fotos gesammelt habt, bekommt ihr hier unten einen Sammlungsbonus. Ich finde diese Übersicht übrigens nicht so übersichtlich, deswegen würde ich immer hier auf die Albumstufe drücken. Da seht ihr, wenn ihr 3 Alben gesammelt habt, kriegt ihr ein bisschen Produktion beim zweiten Album. Bei 6 bekommt ihr Reduktion feindlicher Kampfangriff und bei 10 bekommt ihr dann eben noch Verteidigung und Lebensreduktion für die Kavallerie dabei. Je weiter ihr euer Album levelt, desto mehr Stats bekommt ihr. Also wenn ich jetzt von 5 auf 6 aussteigen würde, würde das Ganze eben von 5 auf 6% und dann eben auf 7% steigen. Wie levelt man das Ganze? Ganz einfach mit euren übrig gebliebenen Token. Könnt ihr einfach ein Token hier rein oder mit euren übrigen Fotofragmenten könnt ihr einfach ein Fotofragment hier reinsetzen und habt dann eben vom Prinzip her eine Erfahrung mehr. Das erste Level kostet 10, das zweite 20. Ihr seht aber schon, das fünfte kostet nicht mehr 50, sondern 60, sodass ich davon ausgehe, ihr braucht wahrscheinlich um die 700 Erfahrungen von Level 1 auf 10. Leider keine Möglichkeit gefunden, herauszufinden, was welches Level kostet. Es gibt zwar verschiedene Fotofragmente, das sind einmal Fotofragmente und limitierte Fotofragmente. Ihr könnt nur limitierte gegen limitierte und normale gegen normale tauschen. Das ist interessant immer für die letzten beiden Alben, denn die sind im Normalfall limitiert. Und dann könnt ihr zum Beispiel Haus des Unsterblichen nicht einfach gegen Roter Komet tauschen. Hier seht ihr einmal eben ein komplett geleveltes Album. Man muss auch sagen, beim ersten Album geht es deutlich einfacher, weil ihr vom Prinzip her John Arryn bei vielen, ich nenne das einfach mal täglichen Dingen, die ihr so macht, bekommt ihr immer die Kisten von John Arryn mit dabei. Deswegen geht da das Leveln einfach deutlich schneller. Es gibt gerade im zweiten Album ein paar, nennen wir das, Streitpunkte bei den Alben. Das ist, glaube ich, zum meisten der Feind nähert sich. Einfach weil ihr da die Token aus dem KVK, Glory Battle oder CCS benutzen könnt. Ihr könnt immer für 600.000 Mood-Token eine Kiste kaufen, 10 Stück im Monat. Für Wales ist das super, weil die können einfach jeden Monat 10 Stück kaufen. Für andere Leute muss man sich natürlich überlegen, kaufe ich mir die Truhen oder die Badges. Am Anfang habe ich immer gesagt, kauft euch die Badges. Mittlerweile bin ich der Meinung, kauft euch die Truhen. Ihr solltet zumindest bereit sein, wenn dann alle 10 Alben freigeschaltet sind, dann der Feind nähert sich zu holen. Ihr könnt es im Moment auch ausschieben. Dann ist es so ein bisschen Haus der Unsterblichen, denn Haus der Unsterblichen könnt ihr nur kaufen für AC-Punkte. Da mache ich es zum Beispiel ganz einfach. Mein Salm ist Gold. Ich kaufe mir immer die 10 Epic-Token, die restlichen Punkte spare ich, wenn etwas Neues kommt oder Welt jenseits der Mauer endlich mal zu kriegen ist. Dann werde ich 10 Haus der Unsterblichen holen und mir das zweite Album auf jeden Fall komplettieren. Und dann gibt es eben noch Wunder des Lichts oder der leere Thron im ersten Album. Ich weiß auch, dass den leeren Thron im ersten Album viele Leute immer noch nicht haben. Ganz einfach, weil man den nur bei der Wehrholzerinnerung bekommt. Und man sich da natürlich dann zwischen den Albumcharts, Hector, Epic Token, Freundschaftstruhen und vielen anderen Dingen entscheiden muss. Das kann man aber relativ einfach umgehen, und zwar könnt ihr einfach auf einmal eure Alts, die Wunder des Lichts bzw. leerer Thron, Truhen holen. Ihr holt genug, tauscht mit eurem Main. Wenn ihr 10 Stück habt und selbst wenn es die falschen sind, werdet ihr immer jemanden finden, der leerer Thron hat und noch leerer Thron braucht, könnt mit denen tauschen. Somit könnt ihr in der Wehrheitsänderung machen, was ihr wollt. Mit eurem Hauptaccount und euer zweiter Account, Alt, wie auch immer, holt euch die Truhen für den Main. Ansonsten muss ich sagen, ich glaube schon, dass die Alben sich lohnen.
Selbst wenn zum Beispiel 20% Impfreduktion erstmal nicht zu stark klingt, das sind 20% Attack, 20% Verteidigung, 20% Leben. Die zählen natürlich auch nicht immer, aber wenn man davon ausgeht, im Schnitt bekommt ihr 80% Stats pro Album und wir sehen, wir haben 8 Alben, dann habt ihr irgendwann 640% Stats oder mehr, wer weiß, ob sie nicht besser werden, gegenüber anderen Leuten, die sich um die Alben nicht kümmern. Also von da aus, hey, die meisten sind kein Riesenaufwand, holt sie euch. Dinge wie Heilgeschwindigkeit zum Beispiel. Ich habe ungefähr 200%. Das Album gibt mir, ich glaube, 6% davon. Ist eine super Sache. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Meister werden.